Alles ist ruhig. Also, ich muss mal einen Kommentar abgeben zum Leitungsstil von Manuel. I have to make a comment to the leadership style of Manu. Bin gerade dabei, viel zu lernen. I'm learning a lot right now. Manuel heißt ja Gott mit uns. Oder genauer übersetzt Manuel, Gott ganz nahe. Er ist mir ganz nahe. Emmanuel means God with us, so more literal God real close. Okay. Also, und wenn jemand Gott so nahe ist, dann leidet er auch gut. And if somebody's that close to God, then he will also lead well. Ein Leiter steht ja oft unter dem Druck zwischen den Studierenden und dem Referenten. And leader often is in between the under pressure from the students or the speaker. Der Referent will sein Zeug loswerden, möglichst schnell. Speaker wants to get rid of his knowledge and that as fast as possible. Aber ich finde es so schön, dass er sagte zu mir, das ist Gemeinschaft und den will ich nicht zu schnell abbrechen. But I love that he says, no, that's fellowship and I don't want to cut that short. Ja. Ich glaube, das ist sehr biblisch. I think it's very biblical. Meine Frau und ich, wir haben in der evangelischen Kirche viele Hauskreise aufgebaut. My wife and I, we started a lot of small groups in the Lutheran church. Also für deutsche Verhältnisse. At least for German measurements, it's a lot. 30 oder 40 30, Hauskreise. 40 housekreise. In Amerika ist es a little bit, ne? Aber of course in America that will be only a little. Und wir schön deutsch, wir haben immer nur wichtig und pünktlich anfangen, pünktlich aufhören, Bible Study und Lobpreis und was alles so dazugehört. And it was always like, you have to start on time and end on time and do Bible study and worship and all that and talk and yeah. Und dann waren die Kinder da. And then we had children bei uns im Haus. In our house. Und die störten immer. And they were interrupting all the time. Und dann kamen die jungen Leute in den Hauskreis. And the young people came into our small group. Und seine große Schwester, damals ganz klein. And my big sister, his big sister, back then very small. War schon im Bettchen. Was already in her bed. Hörte die jungen Leute kommen. And she heard the young people coming. Machte die Tür auf. And she opened the door. Und sagte, Hallo. And she was like, Hallo. Und die fanden das süß und alle waren bei meiner Tochter. Cute and they were all around the daughter. Und ich war wütend. And I was upset. Wir wollen beginnen mit We want to start. Bible Study. Bibelstudium. Lobpreis. Worship. Aufstehen. Hände up. Lift your hands up. Und dann hat uns jemand beigebracht, and then somebody taught us, ihr macht das völlig falsch. You're doing it completely wrong. Fang deinen Hauskreis so an. Start your small group this way. Die Leute kommen an, the people come, ganz gemütlich, real chill, zu spät, and too late. Und jeder bringt was zum Essen mit. Everybody brings some food. Hühnchen, Chicken, Eier, eggs, Hamburger. Hamburgers. Lasst euch gut gehen, 1 Stunde nur essen. Feel well, just 1 hour just eating. Ich dachte, der spinnt. I thought that guy's crazy. Was ist das für eine Theologie? What kind of theology is that? Und ja, wir hatten Gemeinschaft. And yeah, we had fellowship. Und die Kinder fanden das toll. And the kids loved it. Und den Rest des Abends, and the rest of the evening, und der Geist hat uns geleitet, was wir dann machen. Now the Spirit led us what we should do there. Und die Kinder fanden das so großartig. And the kids loved it so much. Sie führten ihre Spiele auf. They were playing and or doing little plays. Und die Leute gefiel das. And the people loved it. Nur sehr religiöse Leute, but very religious people, die wurden ärgerlich. Got upset. Und dann haben die Kinder einen Film sehen dürfen. And the kids were allowed to watch a movie. Im Nebenzimmer. In the other room. Und der Abend, wenn die Leute kamen mit dem Abendessen und wo sie viel dabei waren, and the evenings where the kids were part of it, war ein wunderbarer Abend. Were wonderful evenings. Okay, okay. Danke, Manu. Noch kleiner. Thank you, Manu. Thanks, Manu. Ja, danke.
So, ich kann mich noch immer nicht von Jeremia lösen, aber wir So I machen still gleich can't weiter. get loose of Jeremiah, but we have to push on. Viel Zeit bleibt uns We nicht mehr, don't aber have much time left, but die wir noch haben, nützen wir, um nochmal ein bisschen von Jeremia zu reden. what we have left, we take use of. Ganz kurz, more ich habe about was Jeremiah. Wichtiges vergessen. I forgot something very important. Bei Jeremia gibt es noch etwas ganz Großartiges. There's something really awesome. Das sind die Trostworte. That's the comforting words. Kapitel 30 Chapter 30 bis 33 to 33. und dann verstreut in das Jeremia-Buch, das müsst ihr dann And zusammensuchen. some spread out more. You have to search for it. Aber in diesen 4 Kapiteln habt ihr es en bloc. But in those 4 chapters, you have a block of it. Die Heilsworte. Or salvation words. Ja, großartig. Great. Denn da geht es um mehreres. Because there it's about more. Erstens, Jeremia 31, Vers 10. Könnt ihr euch aufschlagen, Jeremiah 31 verse 10. zu Hause dann nachschlagen. Da You can look steht, it up later. der Israel zerstreut hat, It says there, the one who spread out Israel, der wird es wieder he'll sammeln. gather it. Und jetzt ist nur der Stamm, jetzt haben wir das Bild nicht, ist egal. Dieser kleine Stamm Juda There gemeint. we only have the small tribe of Judah. Was ist mit diesen ganzen Nordstämmen? What's about the northern tribes? Ihr erinnert euch noch an dieses gespaltene Reich? You remember the split kingdom? Die nördlichen Stämme, 10 Stämme und der südliche Teil, das waren Juda und Benjamin. The northern tribes, the northern 10 tribes, and in the south just Judah and Benjamin. Die sind übrig geblieben. Those are left behind. Die kamen auch wieder zurück aus der Gefangenschaft And those also came back from captivity nach 50, 60, 70 Jahren in Schlimm. after 50, 60, 70 years. Und über die redet Jeremia, And about those, Jeremiah is talking, aber er redet dann auch noch von ganz Israel. but he's also talking about the whole of Israel. Er unterscheidet immer He's always separating zwischen Juda between Judah und Israel. and Israel. Der heutige Staat Israel, The nowadays state of Israel, welche Stämme sind das eigentlich? which tribes are that actually? Wisst ihr es? Do you know it? Da war ja auch ein großer Exodus, und zwar im 20. Jahrhundert. Der Because there was größte, also a big exodus in the 20th century, der größte Exodus the probably biggest exodus, und Rückkehr. and the return. Welche Stämme sind das? Which tribes? Nur noch Judah und Benjamin. Eigentlich, Judah and Benjamin. ja, wir sprechen auch nur noch von den Juden. We're only speaking of, in German, the word for Jews is basically also like, Wo sind die still anderen? sounds like Judah. Where are the others? Da gab es nochmal eine Deportation ganz vorher, There was way before deportation, vor Jeremia, before Jeremiah, vor Jesaja, before Isaiah, eine assyrische Deportation. the Assyrian deportation. Und die haben die Stämme wie aufgelöst. And those basically messed up the tribes. Da gab es auch keine Rückkehr mehr. There was no return of it. Es gab so eine Vermischung zwischen den Israeliten und Heiden, und das waren dann die Samariter. There was a mixture out of Israelites and other tribes, and that was the Samaritans. Ihr erinnert euch zur Zeit Jesu, das war so eine synkretistische Religion, And at the time of Jesus, there was a syncretistic religion. von den Juden deshalb abgelehnt. So, and that's why the Jews rejected them. Aber wo sind die heute? But where are they nowadays? Man weiß es nicht. We don't know. Es gab Stämme, There die were Falashas. Huh? Es gab einen Stamm, die Falashas. There was a tribe, the Falashas. Die sind Juden. It's Jews. Die sehen dunkler aus, etwa They're wie darker, Pri, nicht ganz so, aber so ähnlich. somewhat like Pre, but not quite. Und die kommen vom Stamm Dan. And they are from the tribe of Dan, Man nennt sie Falashas. and they're called Falashas. Ja, ganz interessanter Stamm. A In very Israel interesting heute. tribe in Israel. Also man merkt, da sind noch welche da, aber wo sind die anderen alle? So we recognize there are still some left, but where are the others? Und da hat Jeremia nochmal eine Botschaft. And there Jeremiah has another message.
Gott wird noch mal was tun, God will do something again, was Jahrhunderte, Jahrtausende über seine Zeit hinausgeht. which has exceeded centuries and millennia beyond his time. Ja. Aber jedenfalls die Sammlung der Juden und Israels, was noch nicht ist, in unserer Zeit ist eine ganz großartige Sache. But the collection of Jews and Israelites, which has not happened yet in completion, is a big phenomenon of our time. Wer gesammelt wurde, das sind die Juden. Who has been collected is the Jews. Und da musste Hitler zu etwas beitragen, And there Hitler had to contribute something, was er nie wollte. what he never wanted. Das wäre für ihn ein Grauen. That would be a horrible thing for him. Genau das, was passiert ist, wollte er verhindern. Exactly what he wanted, what happened is what he wanted to keep from happening. Er wollte den Staat Israel, die Juden auslöschen. He wanted to destroy the Jews and not create a nation. Und es gelang ihm nur zum Teil. And he only succeeded in partially, Schlimm genug. horribly enough. Aber er musste dazu beitragen, dass Israel wieder zusammenkommt. But he had to contribute that Israel will come together again. Versteht ihr, das ist die Unbegreiflichkeit der Wege Gottes. That's the ununderstandableness of the ways of God. Walter Eichroth, Walter Eichroth, ein großer deutscher Alttestamentler, a very important German Old Testament theologian, er nannte das Ganze die Weltpolitik Gottes. he called this the world politics of God. Gott hat seine eigene Politik, God has his own politics. die durchblickt kaum jemand. No, barely anybody understands it. Selbst der Teufel nicht. Even the devil doesn't. Der Teufel dachte, The devil thought mit Pilatus with Pilate, wird Jesus ausgelöscht. Jesus will be eliminated. Was hat Gott gemacht? What did God do through it? Er hat Pilatus benutzt He used Pilate für das größte Heil, das die Menschheit je erlebt hat. through to the biggest salvation that humanity has ever known. Kreuz und Auferstehung. Cross and the resurrection. So ist unser Gott. That's our God. Und da sagt Walter Eichroth, das ist die Weltpolitik Gottes. And that's where Walter Eichroth says that's the world politics of God. Die versteht kein Politiker, And no politician understands it, aber wohl den Politiker, but der Gott fürchtet. yea for the politicians who understand God and well through them, and they will do well. Who fears God. Und solche Politiker Those politicians wagen es auch zu sagen in der Verantwortung vor Gott, wie im Grund dare dieses. saying in the responsibility in front of God, Ja. Es gab einen like in the Einen, Constitution. großen deutschen Politiker, Sozialist There was a big German politician who was a socialist in der Hitlerzeit, in the time of the Hitler, Carlo von Mierendorf. Carlo of Mierendorf. Und er kam, als Hitler an die Macht kam, sofort ins KZ. And he was put into the concentration centers right away when Hitler came to power. Er hat es überlebt. And he survived it. Und als er wieder herauskam, sagt er zu seinem Freund, And when he came out, he told his friend, weißt du, you know, ich bin als Atheist ins KZ gekommen. I went into the concentration camp as an atheist. Ich weiß nicht, ob er in Dachau rauskommt. I don't know if he was in Kann Dachau, gut but sein. it's actually very possible. Ich bin als Atheist ins KZ gekommen. I came as an atheist to the concentration center, Und bei allem, was ich dort gesehen und erlebt habe, and with everything I saw and experienced there, habe ich es als Christ wieder verlassen. I left it as a Christian. Und mir ist klar geworden, And I recognized dass ein Volk ohne metaphysische Bindung an den lebendigen Gott a nation without metaphysical bond to God weder blühen noch gedeihen. can neither flourish nor thrive. Carlo von Mierendorf, ein großer SPD-Politiker.
And he was a big politician for the SPD in Germany. Ja. So, und so braucht Gott Leute und Geschichte, wo wir oft nicht verstehen. And that's how God often uses history, how we don't understand it. Ich hatte einen Professor, I had a professor, ein Theologieprofessor, und der sagte, wenn man ihm schwierige Fragen stellten, and whenever we asked him hard questions, he said, sagt er, sehen Sie, meine Damen und Herren, "You see, my ladies and gentlemen, diese Frage ist so schwierig. that question's that hard. Wenn ich den Paulus im Himmel sehen werde, When I see Paul in heaven, werde ich ihn als erstes fragen, I will ask him first, saying, wie hast du das gemeint? how did you see that? Okay, How did so you sagen wir. mean that?" Okay, Niklas. Genau, du hattest ja die nördlichen Stämme erwähnt. Das war eigentlich noch eine Frage, die ich zu dem Buch hatte, weil da ja auch der Norden erwähnt wird, dass Ja. er auch zurückkommt. Ja. Darf ich kurz Ja, okay. übersetzen für die anderen? So since you mentioned the tribes in the north, so I had the question, what about them? Genau, weil die ja irgendwie vermischt sind und nicht mehr wirklich existieren. Since they're mixed and don't really exist anymore. Könnte man das vielleicht auch so verstehen, wie wir die messianischen Botschaften verstehen, wo auch ein König von David, also aus dem Reich, also eine Königslinie David dann in Zukunft vorhergesagt wird, die aber eigentlich gar nicht so ist, wie sie sich das damals vorgestellt haben. Can we understand that possibly also like the messianic prophecies where we see that it didn't happen as you would imagine it when you read it? Kann gut sein. This is very possible. Kann gut sein. Ich vermute es, weil I'm assuming it. wir Bibelleser haben schon so falsche Urteile gefällt. We Bible readers often had so wrong judgments, Und Gott hat es dann anders gemacht. and God did it completely different. Ja, Ich habe eine Frage, wo genau liest du denn, dass da steht, dass die aus dem neuen Universum geführt werden? Where precisely can you read that the ones from the north will be led back? Ja, immer wenn Israel erwähnt Ja. wird, ist damit der Yeah, Norden. every time Israel is mentioned. man kann natürlich, es ist genau richtig. Woher weiß er das, der Norden? Also Israel wird immer wieder erwähnt. Israel is mentioned again and again. Ja, und Juda wird And erwähnt. Judah is mentioned Bei Jeremia. in Jeremiah. Daraus würde ich auch schließen mit den Stämmen. That's vom why I Norden muss also noch- would assume that it must be something about the tribes in the north. Okay. But isn't it also possible that Israel actually means Jacob and Jacob actually means Judah? Ist es nicht möglich, dass Israel einfach Jakob bedeutet und Jakob Judah? Ist eine Theologin, gell? Theologian. Ja. Schaut genau hin. Look careful. Kann sein. Possible. Ich glaube, I believe dass Gott auch mit diesen Nordstämmen, wo sie auch immer sind, I believe that God also with those northern tribes, wherever they may be, noch was vorhat. still has a plan. Aber seine eigentliche Verheißung liegt schwerpunktmäßig auf Juda. But his focus lays on Judah. Warum? Why? Weiß keiner. Nobody knows. Weil Gott Gott ist. Because God is God. Mhm. Juda ist im Licht der Bibel das schwierigste Volk. Judah is in the light of the Bible the most difficult nation. Niemand hat Jesus und den Aposteln so schwer gemacht Nobody gave Jesus and the apostles such a hard time wie das Volk der Juden. as the nation of the Jews. Und doch sagt Paulus, And still Paul says, dieses Volk, mein Volk, liebe ich so sehr, dafür würde ich sogar in die Verdammnis gehen, wenn Juda errettet würde. that he says, I love my nation that much that I would go into damnation Ja. just to save all Da of them. ist die große Liebe liegt da That primär auf great Juda. love is primarily on Judah. Aber eben auch auf den anderen. But also on the others somehow. Und auch wenn wir Jesaja 19 lesen, ihr kennt es, And if we read Isaiah 19, auch auf Ägypten nochmal, also on Egypt auch somehow, auf Assur. also on Assur. Ne? Manche meinen, dass in unseren Tagen da was geschieht nochmal. And some believe that something's going to happen there.
Juden und Araber. Jews and Unvorstellbar. Arabs, it's unbelievable. Und Assur geht sogar ein Stück rüber nach Iran. And Assur is part Iranian. Und da haben Gott auch noch mal eine Verheißung. And there God has another Verrückt. plan. So it's crazy. Okay, ja. Es ist ja sogar, es wird sogar in Jeremia irgendwann erwähnt, dass, ich weiß nicht, ob es rhetorisch ist, dass Juda noch schlimmer wäre als Israel. Dass sie noch schlimmer Ja, das steht, ich weiß nicht wo, aber das steht da And drin. it's mentioned that Judah is even worse than Israel. Ja. Yeah, it says that. Ja. Und dann kommt halt auch die Frage auf, warum ist der Norden vernichtet und der Süden bekommt eine zweite Chance. So then the question also comes up: why is the north destroyed and Judah not? Judah gets a second chance. Gut, jetzt müssen wir bloß schauen, dass nicht wir drei die Diskussion hier führen. Now we have to watch Aber out that deine it's not a Frage vielleicht discussion noch? of just Ja. three of us. I just had something like an answer. Ich habe like gerade a nur was wie guess. eine Antwort. You wanna go first? Willst du zuerst? Okay, so I would assume that maybe Judah became even worse after Israel was destroyed. Ich gehe davon aus, dass Judah schlimmer wurde, nachdem Israel zerstört wurde. Da hinten gibt es auch noch eine Meldung. Ja, Und ich denke, die Israeliten, also das Nordreich, Nordstämme. die Nordstämme, die hatten 20 schlechte Könige und keiner von denen, oder grundsätzlich wollten sie eigentlich nichts mehr davon wissen. The northern tribes had 20 bad kings, and generally they didn't want to know much about it. Und in das Südreich, die Juden und der Stamm Benjamin, die hatten wenigstens noch 8 gute Könige And und in, haben halt, and in the south they had at least 8 good kings. und haben sich dann zwischendurch wenigstens mal immer wieder besinnt und sind zu Gott zurückgegangen, auch wenn sie danach wieder schlecht wurden, aber And they had good times where they got back to God in between, even though they became worse again. die hatten zumindest zwischendurch, sag ich mal, diese Erkenntnis wieder, okay, Gott ist der einzige Gott. They had at least in between the revelation, God is the only God. super. Yeah. Ja. Awesome. Während du anfingst zu reden, du hast den Mund gerade aufgemacht, kam mir genau der Gedanke. While you opened your mouth, I had the same thought. Es ist tatsächlich so. That's how it is. Wenn du die Geschichte der When you look at the Nordstämme history of the durchgehst, northern tribes, kein gläubiger König mehr. no Es waren lauter faithful Götzendiener. king and all idolaters. Sogar mit denen hat Gott zum Teil mal gearbeitet. And even with those, God worked at times. Aber in Juda But in Judah, kam immer wieder die David-Linie durch. you still had the David line. Josia, Josiah, Josaphat, Josaphat, Hiskia. Hiskia. Und immer wieder waren auch Könige dabei, die den Herrn suchten. And there were always kings, a part of it, that were searching for the Lord. Ja. Aber auch das ist Gnade. Wir werden es mal verstehen. And that is grace. One day we will understand it. Das ist eine theologische Antwort, wenn einer nicht And mehr that is a weiter weiß. theological answer when you don't know what's going on. Also, ein Schlusswort noch vom So, a final word. Niklas und dann gehen wir weiter. Ja, aber gerade zu Tabeas Argument, es wird ja hier erwähnt, dass gerade der Süden noch die Chance hatte, zu hören auf Gott, weil sie gute Könige hatten und zwischendurch auch was vom Gesetz wussten und die im Norden eigentlich so im Tal der Ahnungslosen waren und gar nicht wussten, was falsch und was richtig war. Und die hatten ja genauso die Propheten. But it is mentioned that like that is even more of an argument that since they had chances to be better, and in the northern tribes they had no clue anymore. It's your Wer weiß And then Tobias threw in, but no, they also had the prophets. Yes. Okay. Well, I also think it comes down to I'm not going to say this right, the Davidic covenant too. And God made a covenant specifically with David, saying that I'm going to preserve you and Jerusalem. Dass es auch den davidischen Bund geht, Ja. wenn David gesagt hat, dass ich werde auf euch aufpassen und euch irgendwo bewahren. Because I think you read over and over with the prophets or with the kings where God is like, oh, you're so bad, I should destroy you, but I'm going to honor the covenant that I made. Denn man liest immer wieder, dass Gott sagt, ihr seid so schlimm, ich möchte euch eigentlich auslöschen, aber wegen David gebe ich euch noch eine Chance. And I agree with Tabia, the northern tribes had
the options also. They had the prophets. They had the word of the Lord if they would have preserved it. Und die nördlichen Stämme hatten auch die Chancen, umzukehren, weil sie auch die Propheten hatten. I think it would be almost like it's hard to like call them victims and step up their own wickedness. Like you have to realize what was actually going on. It's hard to call them victims. Like victims, be like, oh well, they didn't have any good kings. But the only thing that they're dealing with is their own hearts, their own wickedness. Also es ist schwer, sie die Opfer zu nennen, weil sie eigentlich eben immer nur mit ihre Herzen immer noch schlecht, die ganze Zeit schlecht sind. Ja. Ja, ihr habt völlig recht. You're totally right. Emma, super Theologin. Emma, good theologian. Yeah, you are. The Theology Club. Super. Und doch, wenn wir jetzt ins Neue Testament rübergehen, But now if we walk to the New Testament, bei Paulus, with Paul, wenn im Römer 5 sagt, when he says in Romans 5, wo die Sünde mächtig geworden ist, where the sin has become great, ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. the grace has been way greater. Also Paulus geht da weit über die Propheten hinaus. And Paul goes beyond the prophets. Ja? Und wir merken auch da And we see there die neutestamentliche Dimension the New Testamental dimension schließt uns nochmal etwas auf, is unlocking another thing, was unbegreiflich which ist. is unconceivable. In Römer 11 am Schluss sagt Paulus, Gott hat alle eingeschlossen In Romans 11 it says God has included everyone unter die Sünde, under sin, auf dass er sich aller erbarme. so that he may be gracious to all. Da glaube ich jetzt nicht an eine Allversöhnung, versteht mich richtig. There I'm not Das ist nicht believing meine in Theologie. a general salvation. That's not my theology. Aber bei Gott ist viel mehr drin, als wir ahnen. But for God, there is way more included than we can imagine. Als ich in den Ende der 60er Jahre, When I was end of the 60s, war noch ein kleiner Teenager, I was just a teenager. aber da kam diese 68er Geist auf uns. But that's when the spirit of 86 came up in our area. Und die älteren Prediger mit erzogenen Zeigefinger. And the older preachers with lifted fingers. Es wird immer schlimmer. And it always gets worse. Es kommt nur noch Gericht. Now only judgment will come. Und Jesus wird bald wiederkommen Jesus is going to come back soon. und alles richten. And he's going to fix everything. Nicht mehr lange. It's not going to be long. Und Anfang der 70er Jahre, Beginning of the 70s, die Drogenabhängigen, es nahm zu. the drug addicts were Kriminalität increasing. nahm zu. The crime rate was increasing. Und was macht Gott? And what did God do? Lässt seinen Geist fallen He lets his spirit fall auf die Drogenabhängigen. amongst the junkies, Auf die Junkies. on the drug addicts. Und zwar so für einige Jahre. Später ist das nicht mehr For passiert. several years, and later that didn't happen again like Ein that. Markenzeichen dieser Bewegung And there war, was the classic sign of that movement. die Drogenabhängigen wurden von einem Moment auf den anderen völlig frei. That drug addicts were from one moment to the next completely free. Das war der Heilige Geist. And that was the Holy Spirit. Und wir haben die Erwachsenen haben gestritten. Ist das von Gott? And the adults were fighting, oh, is that from God? Sie haben um Erweckung gebetet. They asked for a revival. Jetzt kam die Erweckung. Another revival came Mit zerzausten Bärten und langen Haaren. with fuzzy beards and long hairs. Und zerrissenen Jeans. Torn jeans. Barfuß. Bare feet. Jesus loves you. Jesus liebt dich. Ja, das Evangelium ist zu billig. Das geht doch nicht. Oh, the gospel is too cheap. That doesn't work. Und heute sagen wir, And nowadays we say, es war eine mächtige Erweckung. it was a mighty revival. Jotman war ein großer Teil davon, YWAM was a big part of it, der geholfen hat, das Ganze zu ordnen, which helped to shape it, zu Jünger zu machen. to make disciples. Aber
Wir haben es wieder mal falsch beurteilt, But again, we judged it wrong. weil Gott größer ist. Because God is bigger. Und so denke ich auch mit den Nordstämmen. And that's how I think with the northern tribes. Ich traue meinem Gott alles Mögliche zu. I believe that God can do all kinds of things. Jonathan. Wo war das, in Südostbayern oder wo hat es stattgefunden und wann? Und Äh, war das die